Ein Dorf, das von seiner Burg durch eine Staatsgrenze getrennt ist und der westlichste Punkt Deutschlands. Darum geht es in diesem Video. Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Im letzten Video waren wir in Gangelt. Vom Ortsausgang Gangelt aus bis zur deutsch-niederländischen Grenze sind es etwa 4-5 Kilometer. Zwischen 1949 und 1963 war die deutsch-niederländische Grenze am Ortsausgang von Gangelt. Denn das Gelände dazwischen gehörte zu den Niederlanden. Hier befinden wir uns jetzt so etwa in der Höhe von Köln-Düsseldorf an der niederländischen Grenze. Es geht um den westlichen Teil des Kreises Heinsberg. Hier habe ich einmal eingezeichnet die Grenze zu den Niederlanden, wo sie heute ist. Und der rote Strich, der zeigt die Grenze zwischen 1949 und 1963. Das heißt, dieses Gebiet jetzt hier in dem Kasten, das gehörte damals zu den Niederlanden. Die Niederlande hatten nach 1945 als Entschädigung einen Teil Deutschlands gefordert. Da gehörte das Gebiet Aachen, Neuss, Mönchengladbach, Krefeld, Köln bis hin zur Insel Borkum, also rund 10.000 Quadratkilometer zu. Die Alliierten waren dagegen. Letztendlich blieben 69 Quadratkilometer deutsches Territorium über. Das ist einmal das Gebiet, das liegt bei Emmerich und dann eben dieses Gebiet hier im Kreis Heinsberg. Das ganze Gebiet stand dann unter niederländischer Auftragsverwaltung. Ja, und ab 1949 gab es dann hier eine richtige Grenze. Man begann dann darüber zu verhandeln, dass dieses Stück wieder zu Deutschland zurückkommt. Und letztendlich erst 15 Jahre später, 1963, hat man sich darüber geeinigt, über die Rückgabe. Man hat damals Geld gezahlt an die Niederlande. Das wären heute etwa so etwas über 500 Millionen Euro. Durch die Grenze wurde dann auch die Zuglinie, die hier auf deutschem Gebiet existierte, unterbrochen und wurde letztendlich stillgelegt. In Gangelt, da findet man heute noch den ehemaligen Bahnhof von Gangelt. Das hier ist das Bahnhofsgebäude und das hier ist die Güterhalle, die zum Bahnhof gehörte. Ist inzwischen alles etwas mit Efeu hier zugewuchert, zumindest der Eingang. Ist aber doch sehr eindrucksvoll. Und die Fotos, die wir uns die ganze Zeit schon anschauen, die stammen von der Kreisverwaltung in Heinsberg. Die haben an einem Ort bei Isenbruch eine kleine Fotoausstellung gemacht, denn hier befindet sich der westlichste Punkt Deutschlands. Links, das ist der Rodebach und der markiert die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Und jetzt sind wir am westlichsten Punkt. Westlicher wird es wirklich nicht mehr. Es ist der westlichste Punkt Deutschlands. Hier kann man auch mal über die Grenze gehen. Hier befindet sich diese Brücke und die führt über den Rodebach. Ja, noch einen Schritt und dann sind wir in den Niederlanden. Diese Grenze zwischen Deutschland und Niederlande in dem Gebiet hier, wie wir sie heute haben, die wurde auf dem Wiener Kongress 1815 festgelegt. Und zwar einfach so auf dem Reißbrett. Man hat diese Linien eingezeichnet und da wurde hier eben der Rodebach als Grenze genommen. Egal, was er durchschneidet. Wir sehen nachher mehr dazu. Von diesem Punkt hier aus die Straße noch ein paar Meter runter, da ist dann die Grenze zu den Niederlanden und die nächsten Häuser, die gehören schon zu den Niederlanden. Nur ein paar Kilometer weiter, da liegt der Ort Millen. Das ist einer der schönsten der alten Orte hier im Selfkant. Millen liegt auch am Rodebach. Der Ort hat so 300 Einwohner. Na, fangen wir mal an bei dieser Kirche hier, St. Nikolaus. Chor und Apsis wurden um das Jahr 1000 gebaut. 1126, da war dieser Ort hier schon Wallfahrtsort. An der Kirche, da liegt der Friedhof von Millen. Einige der Grabsteine hier stammen aus der Zeit zwischen 1600 und 1700. Dann streifen wir ein wenig durch die Straßen von Millen.
Also wer diese Art von alten Orten mag, der ist hier genau richtig aufgehoben. Das ist einfach nur schön hier. Das hier ist die Propstei, die gehört zur Kirche. Im Kern stammt das Gebäude aus dem 16. Jahrhundert. Zurzeit wird hier gebaut, weil dort soll ein Museum entstehen. Haus der Westgrenze nennt sich das Projekt. Zwischen Kirche und Propstei, da liegt die Zehnscheune. Das Gebäude hier, das stammt aus dem Jahr 1788. Ja, ist sehr ländlich und sehr naturnah hier alles. Weiter geht unser Weg durch das Dorf. Auch das gibt's hier, einen Dorfbrunnen, allerdings ohne Wasser. Das sind Fischteiche. Hier gibt es nämlich eine Forellenzucht. Millen, so wie die ganze Region Selfkant, das ist eigentlich schon mehr wie ein Geheimtipp, nicht nur für Fahrradfahrer, sondern auch für Wanderer. Also hier gibt es wirklich eine Menge Wanderwege und Fahrradwege vor allen Dingen. Und hier kommen eigentlich ziemlich viele Leute sogar her. Am Ortsrand entlang, da läuft der Rodebach. Und das ist ja die Grenze zwischen Deutschland und den Niederlanden. Und hier führt eine Brücke rüber in die Niederlande. Das hier ist der Grenzstein, der steht auf deutscher Seite. Dann kommt die Brücke, die über den Rodebach führt. Und auf der anderen Seite, da steht der Grenzstein der Niederlande. Heute kann man hier ja ohne Probleme rüber über die Grenze in die Niederlande oder umgekehrt nach Deutschland. Wanderer und Fahrradfahrer, die nutzen diese Brücke natürlich sehr rege. Aber der Rodebach trennt als Grenzfluss oder Grenzbach nicht nur Deutschland und die Niederlande, sondern er trennt auch Millen. Hier auf diesen Google Maps Aufnahmen kann man das schön sehen. Rechts, da liegt der Ort Millen und links, da liegt die Burg Millen. Und mitten dazwischen fließt der Rodebach und das ist die Grenze zwischen Deutschland und Holland. Damit liegt der Ort auf deutscher Seite und die dazugehörige Burg liegt auf niederländischer Seite. Von Deutschland über die Brücke in die Niederlande und jetzt führt hier ein Fußweg zur Burg Millen. Von Millen aus, beziehungsweise von der Burg Millen, da wurde nämlich mal die ganze Region hier regiert. Hier nämlich war der Sitz der Herren von Millen. Erst 1499 ging das Ganze ans Herzogtum Jülich über. Die Grenzziehung von 1815, die ja heute wieder gültig ist, trennte nicht nur den Ort Millen von der Burg Millen, sondern auch den Besitz der Burg. Die hatte nämlich 2 Mühlen. Eine Mühle, nämlich diese hier, steht heute auf deutschem Gebiet und die andere Mühle, auf der anderen Seite vom Rodebach, die steht auf holländischem Gebiet. Hier kann man schön sehen, rechts, das ist die Mühle, die auf niederländischem Gebiet steht und gleich auf der anderen Seite vom Rodebach, das weiße Gebäude, das ist die Mühle, die auf deutschem Gebiet steht. Ein paar Meter neben der niederländischen Mühle, da steht die Burg Millen, Kasteel Millen.
Ja, desto länger man hier ist, desto mehr kann man sich in diese ganze Region hier auch verlieben. Das ist wirklich wunderschön hier. Also wer kein Spektakel, sondern wirklich Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, der ist in dieser Ecke an der deutsch-niederländischen Grenze, Region Zelfkant oder auch Heinsberger Land, wirklich sehr gut aufgehoben. Hier kann man wirklich ein paar schöne Tage verbringen, ganz in Ruhe. Hier kann man wandern, hier kann man Radfahren, aber man kann auch Motorrad- oder Autotouren unternehmen. So, das war dann mein weiterer Ausflug in das unbekannte Deutschland, ins Heinsberger Land, in die Region Zelfkant. Mal schauen, ich werde mir bestimmt noch andere Sachen hier anschauen. Bis dahin, in diesem Sinn, tschüss.